Hallo ihr Lieben, ich bin Annika Hansen. Ich fütter Agrops schon sehr, sehr lange und ich freue mich riesig, heute an diesem wundervollen Ort hier zu sein. Und zwar in Aubenhausen bei Jessica von Bredow Werndl und bei Benjamin Werndl. Erstmal danke für eure Zeit. Danke, dass ich hier an diesem wunderschönen Ort sein darf. Und wir werden uns heute ein bisschen über Sportpferdefütterung unterhalten. Aubenhausen, Home of the Dressage Horse. Ich glaube, das ist fast jedem wirklich ein Begriff. Ihr beide seid fast jedem ein Begriff. Und ihr habt ein Wahnsinnskonzept auf die Beine gestellt. Ihr seid hoch erfolgreich im Sattel unterwegs und das sicherlich auch dank eines kompletten Managements. Und ein Teil davon ist eben Sportpferdefütterung. Und ich bin neugierig, ich möchte wissen, was ist für euch moderne Sportpferdefütterung und wie groß ist der Anteil der Fütterung am Gesamtkonzept und am Erfolg von euch? Ja, erstmal herzlich willkommen. Danke. Schön, dass du da bist und wir freuen uns, über ein sehr spannendes Thema zu sprechen. Also unser Ansatz war von Anfang an immer sehr ganzheitlich. Also da ist jedes Mosaikstein wichtig, um am Ende ein Bild zu geben. Und es gibt nicht das eine Geheimnis, sondern eigentlich ist unser Geheimnis das vieler kleiner Mosaiksteine. Ein wichtiger Mosaikstein ist auf jeden Fall die Fütterung. Und da ist es ganz besonders wichtig, eigentlich weniger ist mehr. Back to the roots. Der Magen der Pferde hat sich, oder der Verdauungstrakt der Pferde hat sich die letzten 5000 Jahre nicht verändert. Und daher ist es auch heute wichtig, dass wir schauen, dass die Pferde rund um die Uhr Zugang zu Rohfaser haben, also sprich auch zu Heu. Die gehen natürlich auch auf die Koppel, alle Pferde. Und das ist die Basis erstmal von einer guten Fütterung. Und darauf abgestimmt dann ein naturnahes Futter. Und da sind wir auf Agrops gestoßen. Wir wollen jetzt wissen, seid ihr über irgendeine Messe geschlendert und habt da den Agrops-Stand gesehen und dachte doch, das sieht schön aus? Oder wart ihr auf dem Turnier und habt was gesehen? Oder wie kamt ihr auf Agrops? Durch Empfehlung und konkret durch ein Problem. Und zwar hat Zaire damals, das ist schon vor über 10 Jahren gewesen, wirklich schlecht Heu gefressen. Und da wurde mir dieses Alpengrün-Mesh von Agrops ans Herz gelegt, weil es einfach durch diesen hohen Rohfaseranteil sehr gut zur Gesundheit des Verdauungstrakts beiträgt. Und das hat sich einfach in der Rittigkeit, in dem Wohlbefinden und in ihrem Verhalten wiedergespiegelt. Ich habe sofort gemerkt, durch diese getreidefreie Fütterung, also wie so eine Art Magenkur haben wir damals gemacht, was wieder total back to the roots war, hat sich alles erholt und dadurch ist es am Ende auch alles leichter gefallen. Man muss ja wissen, auch vielleicht für das Verständnis, den Hintergrund, in der Natur sind ja Fresspausen Stress. Also länger als 4 Stunden sollte ein Pferd nichts zu fressen haben. Und ein Pferd braucht für 1 Kilogramm Kraftfutter ungefähr 10 Minuten und für 1 Kilogramm Heu 40 Minuten. Das ist also eine Vervierfachung der Kauzeit. Ist das bei euren wirklich so? Meine fressen gefühlt 5 Kilo Heu in einer Stunde. Ja, nee, es ist wirklich so, die brauchen länger für dieselbe Menge, also ein Kilogramm. Ja. Und der Speichel ist der Gegenspieler zur Magensäure. Das heißt, durch das Kauen bildet sich Speichel und dadurch trägt es dazu bei, dass der Magen gesünder bleibt. Es produziert weniger Magensäure oder ist der Puffer für die Magensäure. Und dann ist es ja vor allem ein Problem, wenn du sagst, sie hat wenig Heu gefressen, ja. Dann hat sie ja automatisch leider mehr Fresspause gehabt, die ihr gar nicht künstlich herbeiführen wolltet, sondern die einfach da war. Genau. Und dann ist es natürlich ein Problem. Ne? Genau. Aber dann wiederum, wenn sich das alles erholt und regeneriert hat, wird natürlich das Fressverhalten wieder verbessert. Dann haben sie auch keine Magenprobleme mehr, dadurch fressen sie wieder besser Heu und dadurch kann man dieses Problem dann auch beheben. Und es kann auch einen Moment dauern. Auch in der Umstellung ist es nicht, dass es sofort dann funktioniert, sondern da darf man den Pferden auch ein bisschen Zeit geben. Aber das kommt und wenn es dann funktioniert, dann ist es einfach viel, viel gesünder für die Pferde. Ja, und nachhaltiger. Ne? Habt ihr damals noch was anderes geändert? Also ihr habt komplett Getreide gestrichen und seid nur auf das Mesh umgestiegen mit Heu? Erstmal ja, natürlich Mineralfutter und Öl und Zusätze einfach. Das ist individuell für jedes Pferd bei uns abgestimmt. Aber das war erstmal der erste Schritt, dass sich das Ganze erholen und regenerieren kann. Jetzt interessiert mich natürlich, wie seid ihr denn dann nachher auf Agrops zugekommen, beziehungsweise wie kam es zu dieser Kooperation? Also du hast dann angefangen oder ihr habt angefangen, das Mesh zu füttern, dann kam das ein oder andere Produkt dazu und dann dachtet ihr euch, das wäre mal eine gute Idee, richtig mit denen zu arbeiten? Ja, viele Pferde, viele Themen, viele Fragen, gute Beratung, die uns dann am Ende auch überzeugt hat und wo wir auch heute einen ganz regen Austausch pflegen. Jedes Pferd kennt Agrops persönlich. Die kommen auch 2-mal im Jahr mindestens hier nach Aubenhausen. Und genau dieser Austausch und diese kompetente und vor allen Dingen individuelle Beratung
hat uns neben diesen Produkten, die für sich stehen, auf jeden Fall überzeugt. Ich bin ja immer ein Freund von ehrlichen Worten und seien wir ganz ehrlich, wer Pferde hat, hat Themen und hat Probleme. Und wenn man viele Pferde hat, ich dachte irgendwann mal, mit mehr Pferden hat man weniger Probleme, das ist totaler Quatsch. Da hat man auch fütterungstechnisch viele Individuen, die alle was anderes brauchen. Der eine hat ein bisschen vielleicht mit dem Magen, der andere hat es mit dem Fell, der nächste braucht dies, mehr Energie, weniger Energie, zu dick, zu dünn. Gerade da ist die Beratung ja unfassbar wichtig. Unbedingt. Und natürlich über die Jahre lernen wir selber auch viel mehr dazu und wir werden auch immer sicherer in unseren Ideen, wie wir was machen wollen, aber sich dann da auch rückversichern zu können und das auch ein bisschen feintunen zu können. Der eine braucht mehr Energie, der andere braucht mehr Substanz, der nächste braucht ein bisschen weniger Substanz oder Energie. Ja. Das ist unheimlich wichtig. Und gerade bei uns im Spitzensport wollen wir natürlich alle Hindernisse aus dem Weg räumen, die ein Pferd daran hindern kann, Höchstleistungen zu bringen. Wir wollen, dass es ihnen gut geht und das beginnt in unseren Augen auf jeden Fall auch von innen. Und daher ist es super wichtig, dass wir da ständig am Ball bleiben und die richtigen Partner an unserer Seite haben. Und es ist sogar erstaunlich, dass man nicht nur Hindernisse aus dem Weg räumen kann, sondern dass man sogar ins Tuning gehen kann. Ja. Also wie viel man dann am Ende sogar wirklich über die Fütterung beeinflussen kann. Ob mein Pferd ein bisschen mehr Energie hat, ob mein Pferd etwas ruhiger ist, vielleicht ein bisschen mehr Masse kriegt oder abnimmt. Also da ist ja jedes Pferd anders und auch wir als Reiter haben uns diesem Thema mittlerweile gewidmet, der Ernährung, und es ist ein zentraler Bestandteil von Höchstleistung. Vielleicht eine wichtige Info für euch zu Hause. Agrops berät grundsätzlich auch sehr, sehr gerne nicht nur uns, sondern auch jeden anderen. Das heißt, wenn ihr ein Fütterungsthema habt, wenn ihr einen Fütterungsplan braucht, wenn ihr Fragen zum Produkt habt, dürft ihr euch sehr, sehr gerne an Agrops wenden und die werden euch dann mit ihrem Team beraten. Lasst uns mal über Mythen in der Sportpferdefütterung so ein bisschen sprechen. Also es gab ja Zeiten, da hat man einfach Getreide schöpfchenweise da reingeschüttet und gedacht, das ist eine gute Idee. Der Trend geht ja hin zu getreidefrei. Agrops steht außer ein, zwei Produkte auch für getreidefreie Pferdefütterung. Wie kann das mit der Sportpferdefütterung gehen? Manche Leute sind da immer noch skeptisch, aber an euren Pferden, an euren Erfolgen sieht man ja, dass man auch ganz oben an der Spitze mitreiten kann, wenn man eben getreidefrei bzw. größtenteils getreidefrei füttert. Also wir füttern nicht ausschließlich getreidefrei, ja, aber reduziert. Ja, früher haben wir auch gedacht, ja, je mehr Hafer, desto mehr Energie. Aber wir haben nicht bedacht, dass die Stärke, die auch in dem Hafer zum Beispiel ist, einfach nicht so gesund für den Magen ist und das gar nicht so natürlich ist. Und dadurch sind wir jetzt wirklich auf dieses ausgeklügelte, auf diese ausgeklügelte Fütterung gekommen, dass das Getreide braucht, aber eben nicht mehr in diesen Mengen. Lasst uns ein bisschen mehr ins Detail gehen. Wie sieht denn so ein Futterplan bei euch jetzt aus? Zum Beispiel bei Discover, bei Dalera. Mögt ihr uns da ein bisschen Beispiele geben, was ihr so ins Pferd reintut? Also der Discover, der kriegt ein bisschen Hafer, dann kriegt er Alpengrün-Mesh, Gipfelstürmer Mineral und Omega-3 pur. Mir ist es sehr wichtig, oder uns, dass wir die Balance halten zwischen Getreide und getreidefrei. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle Pferde nur getreidefrei füttern, aber eine gesunde Balance und dann individuell abgestimmt, um das Optimum für das Pferd dann auch zu finden. Also ich glaube, man muss einfach so ein bisschen schauen, dass man da wirklich schaut, was braucht das Pferd, was verträgt das Pferd gut, und das schafft ihr beiden ja anscheinend sehr, sehr gut. Was bekommt denn Queen Dalera? Oh, die kriegt ganz viel im Moment. Die bekommt Kraftpaket, Dalera bekommt Amino pur, Dalera bekommt Alpengrün-Mesh, sie bekommt Omega-3 pur und Gipfelstürmer. Und damit ist sie sehr gut aufgestellt und voll im Saft. Variiert ihr das so ein bisschen nach Zeiten, wo die Pferde vielleicht ein bisschen entspannter unterwegs sind, wenn ihr wirklich Wettkämpfe habt, wenn ihr euch vorbereitet? Wie variiert ihr da? Wir reduzieren dann schon Futter, wenn sie vor allen Dingen nach den Turnieren erstmal wieder ihre Regenerationsphase hat. Dann fahre ich das ganze Futter ein bisschen runter und dann, wenn ich wieder in die Trainingsphase komme, wieder hoch. Und also ich passe das schon diesen Trainingszyklen an. Man darf auch nicht den Fehler machen, dass man wie mit der Gießkanne quasi reinschüttet, alles dem Pferden gibt. Es gibt auch ein zu viel. Dann, es soll schon abgestimmt sein, auch aufeinander. Und ganz entscheidend ist natürlich, wie viel bewegen sich die Pferde. Also es bringt nichts, da ganz viel Kraftfutter zu geben und dann bewegen wir sie nur einmal am Tag. Nein, der Lehrer kommt 5-mal am Tag raus. Auch in der Natur würden die Pferde sich ja 16 Stunden bewegen. Bei uns, wir sehen im Hintergrund die Führanlage, die läuft auch den ganzen Tag, weil wir davon überzeugt sind, dass die Pferde sich ganz viel bewegen sollten. Die gehen morgens, die gehen abends, die werden dazwischen geritten, gehen in Aquatrainer.
und natürlich auf die Koppel, wo sie sich möglichst auch nicht nur zum Fressen von A nach B bewegen, aber eben auch so ein bisschen ihre Runden drehen. Und ins Gelände gehen wir das natürlich Gelände auch. ist natürlich auch wichtig. Wer von euch ist der größere Ausreiter? Ja, das Wobei würde es ich jetzt nicht wird behaupten. mehr. Wir sitzen ja hier jetzt auch gerade auf der Galoppbahn. Ja. Da sind wir natürlich auch sehr gerne. Jetzt gerade im Sommer ist das ein Traum. Und die Pferde, die sollen auch das Gefühl haben, dass nicht jeder Tag gleich ist. Es geht uns Menschen ja auch so. Wir wollen irgendwie jeden Tag ein bisschen anders gestalten. Ihr sprecht jetzt die Bewegung an. Es ist natürlich immer sehr verführerisch, wenn man einen schönen Futtersack hat oder einen schönen Eimer, wo drauf steht Amino und das macht Muskeln, in Anführungsstrichen. Das wird ja gerne von Menschen dann interpretiert, das tue ich rein und dann kommen die Muskeln von alleine. Das ist natürlich Quatsch. Das Futter muss dann einfach das Training unterstützen, beziehungsweise die Baustoffe an den Körper geben, damit dann Muskeln gebildet werden, wenn man entsprechend trainiert. Und ich meine, das tut ihr. Ja, also es hängt sehr eng miteinander zusammen natürlich. Ja. Was ist euer Lieblingsprodukt von Agrops? Gipfelstürmer, weil das ist zentral. Das ist die Basisversorgung für alle. Einfach gut mineralisiert, das Pferd hat alles, was es braucht. Und mir gefällt der Name auch ganz gut. Gipfelstürmer. Bist du ein Gipfelstürmer? Ja klar, also wir gehen auch gerne in die Berge. Wir sind ja hier und wir sind Gipfelstürmer und wir setzen uns Ziele und das treibt uns auch irgendwie an und Das macht mag auch ich. Spaß. Bist du das Kraftpaket, Jessie? Ja. Nein, aber für mich war es jahrelang jetzt immer nur dieses Alpengrünmesh, aber mittlerweile bin ich auch zusätzlich noch ein großer Fan von dem Kraftpaket. Ich würde das auch gerne. Das ist cool, aber Gipfelstürmer ist natürlich voll unser Ding. Wie oft lasst ihr euren Futterplan checken? Also wie oft wird das Ganze angeschaut, optimiert, umgestellt? Sehr regelmäßig. Also ich sage jetzt mal alle 3 Monate für alle oder wenigstens jedes halbe Jahr, aber bei so Sportpferden bin ich eigentlich im ständigen Austausch. Also mit einer Dalera, da habe ich schnell Rückfragen, die dann aber auch unmittelbar geklärt werden. Und da tune ich ständig ein bisschen fein und frage dann auch, dieses Pferd hat jetzt eine deutsche Jugendmeisterschaft, was können wir tun, dass der noch ein bisschen mehr Substanz hat, ohne dass er mehr Energie hat. Und da passen wir das total individuell und auch mal sehr kurzfristig an. Routinen sind ja für irgendwie jeden so ein bisschen wichtig, also für uns Menschen, für die Pferde auf jeden Fall. Wie handhabt ihr eure Fütterungsroutine? Wie oft bekommen die Pferde Futter, Kraftfutter, Heu? Wie arbeitet ihr da? Also in der Regel 3-mal am Tag kriegen die Heu und auch Kraftfutter. Teilweise es gibt auch teilweise ein 4. Mal. Beides. Genau. Wie gesagt, die Fresspausen sollen nicht zu lang sein und auch über Es Nacht. gibt bei uns keine Fresspausen. Die Pferde haben 24/7 Heu. Genau. Die Pferde gehen, je nachdem wie schlimm es mit den Bremsen hier ist, 3, 4, auch 5 Stunden auf die Wiese. Ja. Und Sie haben natürlich sehr, sehr viel Bewegung hier. Also Das wenn ist jetzt ein Pferd 23 Stunden in der Box steht und hat dann rund um die Uhr Heu, dann wird er zu dick. Ja. Dadurch, dass die bei uns so viel Bewegung haben, dann haben die ja durch die Bewegung schon Fresspausen, weil währenddessen fressen sie nicht. Aber sie haben es zur Verfügung und vor allen Dingen nachts. Also es sollte nicht um 7 Uhr abends das Heu zu Ende sein. Also das ist ganz wichtig, das können wir auch mitgeben, einfach darauf zu achten, am Abend wird am meisten Heu gefüttert. Final ist es ja auch so, dass jeder seinen Futterplan und den Ernährungszustand seines eigenen Pferdes einfach ein bisschen anschauen muss. Also man kann ja jetzt aus so einem Video nicht sagen, die ist so erfolgreich unterwegs, die füttert das und das oder er füttert Discover dieses und dann mache ich das auch mal. Man kann das ja nicht einfach blind übernehmen. Man muss sich beraten lassen, man muss das im Idealfall ausrechnen, Rationsberechnung machen, um wirklich zu schauen, dass die Pferde dann, wie du sagst, auch mit eventuell 24 Stunden Heu nicht zu viel werden, weil das ist ja nachher auch schädlich. Das Berechnen ist ganz wichtig, gleichzeitig ist aber das Auge auch wichtig und die Erfahrung und auch das Gefühl, wie fühlt sich mein Pferd an, hat es Energie oder ist es ein bisschen matt und deswegen, also rein am Rechner kann man es jetzt nicht ausrechnen. Aber man kann so eine Grundidee entwickeln, glaube ich. Genau. Und final, der beste Futtermeister ist das Auge oder so. Da gab es mal irgendwie so einen schönen Satz, den ich zur Hälfte vergessen habe. Wie handhabt ihr das denn mit Snacks? Gibt es Leckerlis bei euch oder gibt es keine Leckerlis? Ja klar, von Agrops. Wiesenbussis Wiesenbussis, keine Wölbchenbussis? auch. Wiesen- und Wölbchenbussis gibt es bei uns. Tatsächlich war ich da früher nicht so drauf bedacht, aber mittlerweile möchte ich auch, dass die Pferde möglichst gesund snacken. Ja. Also es wird wenig Zucker reingeschoben, sondern wirklich die Agrops. Ja. Für die schmaleren Pferde die Wiesenbussis und für die etwas dickeren Pferde gibt es die Wölbchenbussis, die kleinen. Ja, genau.
Wenn ihr jetzt auf großen Events unterwegs seid, wenn die Pferde auch mal im Flugzeug unterwegs sind, dann ist ja so die Standardroutine nicht mehr wirklich möglich. Versucht ihr das trotzdem von den Zeiten beizubehalten? Wie handhabt ihr das Ganze mit den Reisen, dass die Pferde dann nicht wahnsinnig an Substanz verlieren? Also das Wichtigste ist, dass sie es gewöhnt sind, überhaupt auf Reisen Heu zu fressen. Also auch da, wir geben bedampftes Heu dann auf den Lkw-Fahrten und dadurch sind die es auch gewöhnt, dann, wenn sie unterwegs sind, zu snacken ständig. Wir haben abgepackt, auch im Flugzeug, Alpengrünmesh, geben manchmal dann auch die Zusätze schon direkt rein, weil man kann jetzt nicht einen ganzen Futtersack im Flugzeug mitnehmen, aber eben kleine Portionchen. Und da wird schon im regelmäßigen, ja, so 4-5-Stunden-Takt, je nachdem wie lang der Flug ist, denen dann auch das Futter gegeben. Und das ist umso wichtiger, weil sie meistens nicht so viel trinken. Und dann machen wir das möglichst flüssig, dass sie einfach auch Flüssigkeit bekommen. Das heißt, ihr stellt dann auf solchen Reisen auch eher dann mal zusätzlich aufs Mesh um, Ja. damit sie einfach die Substanz behalten und nicht schmal werden? Ja, ganz genau. Aber grundsätzlich bleibt das Futter gleich, wenn wir auf die Turniere fahren. Wir ändern gar nichts. Am Turnier ist es auch für mich total wichtig, dass ich die Fütterung auch den Startzeiten anpasse. Also beispielsweise, wenn ich um 14 Uhr meine Startzeit habe, dann bekommt mein Pferd spätestens um 10 Uhr die letzte Kraftfuttermahlzeit. Damit dies nicht mit vollem Magen dann Prüfung geht, genauso wie wenn ich dann kurz vorher noch einen Riesenteller Nudeln essen würde. Das liegt einfach schwer im Magen. Und Man kann das dann aufteilen, also einen kleinen Teil schon dann vor 10 geben und dann halt nach der Prüfung nochmal einen Teil und dann eben am Abend wieder. Also das sollte man dann schon der Situation anpassen. Und ganz wichtig ist es uns auch, dass wenn wir beispielsweise ein Pferd verkaufen, dass es keine Futterumstellung bekommt und wir geben dann unser Agrops-Futter mit. Und auf diesem Weg ist Alice Froment auf Agrops gekommen, weil wir auch das Futter mitgegeben haben. Wir haben ein Pferd gemeinsam mit ihr dort. Und ja, ich glaube, dadurch ist eine Kooperation Ja, da ist eine ganz schöne entstanden. Partnerschaft entstanden, ne? Das ist also sozusagen eine Bedingung, wenn jemand von uns ein Pferd kauft, dann muss er auch Agrops füttern. Das steht im Vertrag, ja. Wie handhabt ihr das denn, wenn ihr neue Pferde bekommt? Teilweise wisst ihr vielleicht nicht, was gefüttert wurde, teilweise wisst ihr es vielleicht, aber seht es anders, möchtet umstellen. Wie macht ihr das dann? Also wir erkundigen uns immer ganz genau, was das Pferd bisher gefressen hat und versuchen das dann so vorsichtig wie möglich umzustellen. Es ist nicht so, dass grundsätzlich das Futter mitgegeben wird, aber wir finden das wichtig, dass wir eine langsame Umstellung für die Pferde Also machen vor allen können. Dingen in der ersten Zeit. Also natürlich dürfen die dann auch in Zukunft was anderes füttern, ungern, aber, Ungern. aber das hilft dann dem Pferd schon. Neue Umgebung und Gleiches Futter, genau. absolut. Ihr arbeitet ja jetzt schon eine ganze Weile mit Agrops zusammen. Gab es irgendwelche Schlüsselmomente oder Key Learnings, wo ihr sagt, so wow, da habe ich ganz viel neuen Input bekommen oder mein Denken nochmal umgestellt oder das war für mich extrem spannend, das zu erfahren? Gab es irgendwelche besonderen Momente? Also wir lernen immer noch dazu und das ist ja ein Feld, die Reiterei, da lernt man nie aus. Und ganz gefährlich ist es immer, wenn man glaubt, man weiß es und man hat es. Insofern, wir haben ständig Key Learnings, dass der Verdauungstrakt sich nicht verändert hat über die Tausenden von Jahren. Das ist eigentlich das Key Learning, weil man meint immer, man muss besonders viel Kraft oder besonders viel Energie und nein, die natürliche Fütterung ist die gesündeste und sich der Natur anzupassen und dann zu optimieren, fein zu tunen, das ist das Key Learning der Fütterung. Ihr habt jetzt die sensationell einmalige Chance, noch was loszuwerden zum Thema Fütterung. Was liegt euch noch auf dem Herzen? Was möchtet ihr loswerden? Wir wollen einfach, dass es den Pferden gut geht. Und den Pferden geht es vor allem auch gut, wenn sie sich wohlfühlen. Und zum Wohlfühlen gehört einfach eine gute Fütterung. Auf das Pferd individuell abgestimmt. Und dafür ist es einfach wichtig, dass wir uns alle mit unseren Pferden und deren Fütterung beschäftigen. Mir gefällt natürlich sehr gut das Bild der Pferde voller Mesh. Und nee, also das gefällt meiner Pflegerin nicht so gut, der Anniko, wenn dann alles voll ist in der Box und so. Aber die sind glücklich. Die Pferde sind glücklich, ja. Und schlappern da rum in dem Mesh. Und das passt gut zu Aubenhausen und gut zu uns.
Vielen, vielen Dank an euch beide und vielen Dank an euch zu Hause fürs Zuschauen. Wir hoffen sehr, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, dass ihr spannende Insights bekommen habt. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt auf eine Beratung oder nicht ganz sicher seid, welches Futter von Agrops ihr denn füttern sollt, dann meldet euch einfach bei Agrops, schreibt eine E-Mail, ruft an und dann bekommt ihr euren ganz persönlichen Futterplan. Ansonsten seid ihr auch herzlich eingeladen, einen Kommentar zu verfassen. Ihr dürft das Video sehr, sehr gerne teilen und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao! Ciao, ciao, ciao.